Ja. Ja, der Herr ist so gut und wir dienen den lebendigen Gott. Halleluja. Ja, Jesus ist nicht nervös, weißt du? Er ist nicht nervös wegen ISIS. Er ist nicht nervös wegen Leute, die von anderen Ländern nach Deutschland kommen. Gott ist nicht nervös auf dem Thron und denkt, oh, wie kriege ich das alles wieder in Ordnung? Er hat alles im Griff. Und er ist der lebendige Gott. Und je mehr wir ihn kennenlernen, je ruhiger werden wir in ihm. Wir brauchen nicht so nervös sein. Gott hat alles im Griff. Und er macht es wohl, auch in deinem Leben. Er macht es wohl, wenn du einfach den Weg mit ihm gehst. Er ist wunderbar. Halleluja. Und diesen lebendigen Gott dürfen wir dienen. Wir leben eigentlich in den USA und arbeiten über 3 Kontinente, machen Evangelisationen in Nordamerika, auch in der Karibik jetzt. Wir machen auch Arbeit hier in Europa, im deutschsprachigen Raum sehr viel. Und dann unser Hauptfokus sind Großevangelisationen in Afrika. Und diese Evangelisationen machen wir wir haben ein Team, wir haben Angestellte in Äthiopien, da ist unsere Basis. Und die bereiten die Evangelisationen vor. Und wir gehen dahin und wir haben bis zu 40.000 Leute in einem Gottesdienst gehabt, wo Menschen gekommen sind. Und die kommen nicht, um einen Deutschen zu hören. Die kommen nicht, weil Franz da ist, sondern die kommen, weil der Heilige Geist am Wirken ist. Sie möchten mehr von Jesus haben. Weißt du, wir sind nicht so wichtig. Der Herr ist wichtig. Halleluja. Und wir sind keine Wunderwirker. Der Herr ist der Wunderwirker. Jesus ist der Heiler. Und ihm gebührt alle Ehre für das, was er tut. Er ist wunderbar. Er ist so genial. Es ist so schön, Jesus zu dienen. Und die Freude in meinem Herzen quillt immer wieder auf. Und je mehr ich ihm nachfolge, merke ich einfach fast ein bisschen das Wirken des Heiligen Geistes in meinem Herzen ständig. Und das ist einfach wunderbar, weil die Salbung des Heiligen Geistes macht den Unterschied. Und ich könnte so viel erzählen von unserem Dienst, von Durchbrüchen, die wir gehabt haben, von gewaltigen Wunder, wo der Heilige Geist einfach so auf das Evangelisationsfeld gekommen ist und Wunder geschehen sind wie Popcorn auf dem Feld, wie so bum, 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 mächtige Wunder. Und das tut unser Herr. Ich könnte viele Geschichten erzählen, aber ich möchte heute Abend einfach ran zum Thema. Und mein Thema heute Abend ist die Salbung des Heiligen Geistes. Wir brauchen die Salbung des Heiligen Geistes. Und in unserer Zeit mehr als je. Es gibt so viel Kraftlosigkeit im deutschen Land. Ich sehe so viel Kraftlosigkeit. Gestern Abend habe ich eine Botschaft gepredigt von das Problem, was viele Christen im westlichen Welt haben. Die haben einen Mangel an Liebe zu Jesus. Wir sagen ja, wir lieben ihn, aber wir lieben ihn nicht wirklich. Und wir haben ein paar Dinge angeschaut. Aber unsere Generation braucht eine neue Begegnung mit dem Heiligen Geist, wo der Heilige Geist uns berührt und unser Leben zum Werkzeug Gottes macht. Etwas, was einen Unterschied macht in unserer Generation. Und Gott sucht Leute, die voll des Heiligen Geistes sind und wirklich auch in die Bresche treten und bereit sind, den Preis dafür zu bezahlen. Wir sind ja in eine Zeit, in eine Generation, wo wir alles kostenlos haben wollen. Auf Google kriegst du alle Informationen kostenlos. Du kriegst überall, versuchen wir alles kostenlos zu bekommen.
Und wir sind in einer Generation, wo wir denken, alles steht uns zu. Und wir möchten Dinge von Gott haben, so reife Frucht vom Himmel, dass es einfach auf uns fällt und dass wir nichts dafür tun müssen. Aber so funktioniert es nicht. Ja, die Erlösung ist uns gegeben und kostet uns nichts, aber es war nicht kostenlos. Es hat das Blut Jesu gekostet. In der ganzen Weltgeschichte hat die Erlösung gekostet. Es ist bezahlt, aber es war nicht kostenlos. Und die Gnade Gottes ist ganz, ganz kostbar, ganz teuer. Wenn wir erkennen, was das bedeutet, dann können wir nicht mehr einfach sündigen und dahin leben, sondern wir setzen alles dran, ein heiliges Leben vor Gott zu haben. Weil Gott unser Leben berührt hat, er hat es verändert und wir leben im Sieg Gottes. Es ist Gottes Wille, dass wir jeden Tag, wenn wir ins Bett gehen, dass wir sagen können, Herr, heute war ich mehr als Überwinder. Ich habe den Sieg bekommen durch dich. Und das ist Gottes, was Gott will in unserem Leben. Und das ist auch, wo wir hinkommen müssen. Weil der Herr hat uns siegreich gemacht. Nicht Leute, die ständig im Mist rumkrabbeln. Er möchte, dass wir herauskommen. Und das ist sein Ziel. Aber die Salbung des Heiligen Geistes ist was ganz Besonderes. Und wir sehen das zum Beispiel, du hast 2 Pastoren in verschiedenen Gemeinden. Und ich denke jetzt nicht an jemand Spezielles. Ich sage jetzt das einfach so generell. Du hast 2 Pastoren, sie predigen von genau den gleichen Abschnitt. Und haben genau die gleichen Punkte, was sie predigen. Und in einer Gemeinde, ich glaube, ich bin trocken geworden. In einer Gemeinde, da schlafen die Leute ein. Und sie können es nicht verwarten, bis der Gottesdienst zu Ende ist. Und sie denken, ja, danke schön. Halleluja. Halleluja. Ja, Halleluja. Und sie denken an das Hähnchen und Pommes, was nach dem Essen, nach dem Gottesdienst kommt. Sie träumen schon vom guten Essen und alles Mögliche. Weißt du? Und in der anderen Gemeinde predigt ein anderer Pastor von dem gleichen Abschnitt. Gleiche Punkte. Und Leute sind betroffen. Und du siehst, wie der Heilige Geist über diesen Raum kommt. Und du siehst, wie Menschen Jesus erleben und einfach einen Durchbruch haben. Genau die gleiche Schrift. Aber in einem ist die Salbung des Heiligen Geistes da. Und beim anderen ist es nicht da. Und die Frage ist, wie bekomme ich die Salbung des Heiligen Geistes? Jeder Christ sollte die Salbung des Heiligen Geistes wirksam in ihrem Leben haben. Dass wir für Gott leben können in einer Zeit, wo wir es dringend brauchen. In Apostelgeschichte 1, Vers 8, lass uns das einfach auftun. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ich mache das kurz auf hier. Da braucht man fast eine Lupe bei dieser kleinen Bibel, aber es ist die Bibel. Halleluja. Jesus sagt, Halleluja. Jesus sagt, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommen wird und werdet mal Zeugen für mich sein in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samaria und bis an der Ende der Erde. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt und ihr werdet meine Zeugen sein. Weißt du, der Grund für die Salbung des Heiligen Geistes ist nicht, dass wir ein gutes Gefühl haben. Viele Leute reisen von einer Veranstaltung zum nächsten, um einfach gebläst zu sein, ein gesegnetes Gefühl zu haben. Und ja, wenn der Heilige Geist auf uns kommt, das sind uns Gefühle verbunden. Und ich habe schon Zeiten gehabt, wo der Heilige Geist so stark auf mich war.
Und ich habe nur noch ein Gebet gehabt. Bleib hier, bleib hier, bleib hier. Es war so herrlich. Es hat mich so berührt bis zum Tiefsten. Ich wollte diese Herrlichkeit für immer haben, weißt du? Und genau das, viele Leute gehen diese Gefühle nach und wollen berührt sein vom Heiligen Geist, einfach um ein geblässtes Gefühl zu haben. Aber das ist nicht der Grund für den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist gekommen, damit ihr meine Zeugen seid. Er ist gekommen, um uns zu rüsten, den Auftrag Jesu zu erfüllen. Wir sind ja nicht da, um einfach Sauerstoff zu verbrauchen. Dein Leben hat einen Sinn. Du bist nicht einfach da, um ein schönes Job, schönes Haus und ein schönes Auto zu haben. Viele Leute leben einfach dahin in ihrem Leben, haben kein Ziel vor Augen. Und Gott hat dich für viel mehr geschaffen. Er hat dich geschaffen für einen Zweck. Er hat einen Sinn für dein Leben. Und diesen Zweck, diesen Sinn, diese Berufung musst du ausleben. Sonst wirst du nie glücklich. Du wirst ständig von einer Niederlage zur anderen gehen, wenn du nicht in Gottes Wille hineinkommst. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir voll des Heiligen Geistes sind und auch erkennen, mein Leben ist nicht ziellos. Meine Mama hat mir gesagt, Christoph, du warst eine Überraschung. Ich war nicht geplant. Ne? Ich war ein Baby, das nicht geplant war. Und manche Leute bekommen da eine Krise. Oh, ich bin gar nicht gewollt. Aber weißt du, ich hab zu mir selber gedacht, Mama, vielleicht nicht in deinem Plan, aber in Gottes Plan. Da war ich geplant. Und da kannst du machen, was du willst. Ich war unterwegs. Und mein Leben hat ein Ziel, hat einen Sinn und ich lebe für Jesus Christus. Und dieses Leben setze ich ein, damit das Kreuz verherrlicht wird, dass Jesus verherrlicht wird in unserer Generation, dass Tausende und Abertausende zu Jesus kommen. Und das ist wunderbar, weißt du? Aber unser Leben hat ein Ziel und der Heilige Geist kommt auf uns, damit wir effektiv sein können, damit unser Leben wirklich Schlagkraft hat und dass wir nicht einfach so kraftlos dahin leben, sondern dass wirkliche Frucht auch von unserem Leben kommt. Das möchte der Herr in deinem Leben. Weißt du, was macht 120 Leute, die Angst hatten, so auf einmal so mutig wie ein Löwe? Die Jünger, als Jesus gegen den Himmel gegangen war, die Jünger waren im oberen Saal, 120 davon, und die hatten Riesenangst. Die haben sich eingeschlossen, sie haben sich zurückgezogen, sie haben da gewartet. Und auf einmal kam der Heilige Geist über diesen Platz. Und Feuerzungen kamen ihnen über den Kopf. Und sie waren nie mehr derselbe. Sie haben die Türen aufgeschlossen, sind rausgegangen und haben die Jerusalem gerüttelt mit dem Evangelium. 3000 Bekehrungen in einem Tag durch die Botschaft von Petrus. Und die Bibel sagt, dass die Jünger, die Leute dachten, sie sind besoffen. Weißt du, manchmal, wenn der Heilige Geist auf uns kommt, es ist, als ob wir berauscht sind ein bisschen. Aber es ist nicht vom Alkohol. Ich persönlich, trinke kein Alkohol. Ich habe mir gesagt, wenn ich nicht Alkoholiker werden will, die beste Lösung ist kein Alkohol. Dann werde ich nie Alkoholiker. Ne? Halleluja. Und ich wusste, wenn ich was mache, dann übertreibe ich es. Und dann dachte ich, mit Alkohol fange ich jetzt nicht an. Aber die Bibel sagt, seid nicht betrunken mit Wein, sondern seid gefüllt mit dem Heiligen Geist. Es ist ein Rausch vom Heiligen Geist. Und ich werde nachher ein bisschen mehr über das sagen. Aber diese Leute sind rausgegangen und sie waren mutig wie Löwen.
Die haben den Tod ins Gesicht geschaut, haben keine Angst gehabt. Und die haben sogar zu den Juden gesagt, zu den religiösen Leitern, die Jesus getötet hatten, haben gesagt, ihr habt Jesus getötet. Sie haben sie verantwortlich gemacht. Warum? Sie waren nicht sehr beliebt in Jerusalem. Und wir sehen einfach, die Kraft des Heiligen Geistes ist was ganz Besonderes. Das Problem, was wir haben, ist, wenn du voll des Heiligen Geistes bist, heißt es lang nicht, dass du das immer sein wirst. Viele Leute haben schon mächtig in der Kraft Gottes gedient. Und Jahre später sieht man keine Früchte mehr davon, von diesem Kraft. Und das Problem ist, dass wir uns immer selber bezeichnen als brennende Christen. Wir sind die brennenden Christen. Die anderen gegenüber uns auf der anderen Seite, der Straßenseite, das sind die Leute, die sind so ein bisschen gesetzlich und was auch immer, nicht geistgefüllte Leute, weißt du. Aber wir sind sehr schlechte Beurteiler von ob es überhaupt brennt bei uns. Wir denken immer, dass wir brennen. Aber wir sind so schlechte Beurteiler. Ich möchte das vom Wort Gottes belegen. Weißt du, Simson war ja ein Mann, der immer wieder voll des Heiligen Geistes wurde und sehr viel Kraft hatte. Er war so stark, er hat die Toren von Gaza mitgenommen und auf einen Berg raufgetragen. Und die Leute am Morgen, als sie dann zur Stadt kamen, zum Stadtrand, sahen sie, dass die ganze Tor weg war und auf einen Berg. Sie konnten es nicht mal, wahrscheinlich selber gar nicht mehr runtertragen. Und da stand es irgendwo auf einem Berg. Er war ein mächtiger Mann, als die Kraft Gottes auf ihn kam. Aber als er das Bund gebrochen hatte und sein Haar geschnitten hatte, also Delilah hat es geschnitten, hat Simson aufgewacht. Delilah hat gesagt, Simson, die Philister sind da, wach auf. Und er war aufgewacht und er sagte, ich werde aufstehen und ich werde sie besiegen. Und das ist ein kleiner Satz im Wort Gottes. Es sagt, aber er wusste nicht, dass der Heilige Geist von ihm weggegangen war. Er wusste nicht, dass der Heilige Geist sich zurückgezogen hatte und er keine Kraft mehr hatte. Weißt du, er dachte, er ist noch voll, aber er war leer. Und wir sind sehr schlechte Beurteiler von uns selber. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir ständig in Gottes Nähe kommen. Wir brauchen jeden Tag frisches Manna. Das Manna von gestern ist heute faul geworden. Wir brauchen neues Manna. Wir brauchen neue Kraft. Wir brauchen neue Ausgießungen des Heiligen Geistes auf unser Leben, damit wir brennend bleiben und dass wir wirklich unser Auftrag erfüllen in unserer Zeit. Halleluja. Das möchte der Herr. Wir sehen einfach, dass Gott möchte an uns arbeiten. Als Johannes der Täufer Jesus vorgestellt hat, hat er gesagt, ich taufe euch mit Wasser, aber es kommt einer nach mir. Er wird euch taufen mit dem Heiligen Geist und mit Feuer. Mit dem Heiligen Geist und mit Feuer. Und der Heilige Geist arbeitet in uns und macht uns wirklich mächtig in Jesus. Was macht eigentlich der Heilige Geist aus in unserem Leben? In Sprüche 30:30 spricht es von ein Löwe ist der König der Tiere und er dreht sich von niemandem um. Ich bin ja in Afrika aufgewachsen und ich kann dir sagen, wenn alle anderen Tiere gehen den Löwen aus dem Weg. Der Löwe, der geht durch die Steppe. Wenn ein Elefant kommt oder eine Gazelle, er geht seinen Weg. Die anderen Tiere gehen aus dem Weg. Er geht einfach seinen Weg. Er ist der König der Löwen. Er hat keine Angst vor niemandem. Und er dreht sich nicht wegen anderen Leuten, sondern
er geht seinen Weg. Und das ist so ein Bild von dieser Kühnheit und von dieser Kraft, die einfach der Heilige Geist in uns gibt. Wir werden wirklich kühn und stark in ihm. Gott gibt uns die Kraft, das Wort Gottes wird lebendig durch den Heiligen Geist. Aber weißt du, es gibt immer, wenn du mit dem Heiligen Geist getauft bist, dann wird es immer Widerstand geben. Der Feind macht sich immer auf und möchte das vernichten, was du bekommen hast. Und möchte dich entmutigen, er möchte dich zurückweisen, dass du nicht in diese Kraft arbeitest. Aber was die Salbung des Heiligen Geistes in unserem Leben bewirkt, das Erste, was es in unserem Leben bewirkt, es macht uns geistlich resolut. Es macht uns mutig, geistlich mutig. Wenn der Heilige Geist etwas offenbart hat, dann wirst du nie einen Kompromiss eingehen, sondern du wirst standhaft bleiben. Egal was kommt, weil du weißt, was Gott sagt, das ist gewiss und es wird sich nichts drehen. Gott bewirkt das in unserem Leben. Er macht uns so stark, dass wir keine Angst haben. Smith Wigglesworth, als einmal ist der Teufel in der Mitte von der Nacht in seinem Zimmer gekommen und wollte ihn Angst machen. Und Smith Wigglesworth hat kurz raufgeschaut, weil er gemerkt hat, da ist was los. Ne? Und hat den Teufel angeschaut, nur du bist es. Ist umgedreht und ist weitergeschlafen. Weißt du? Die meisten Leute haben richtig Angst, wenn irgendeine Manifestation ist. Aber der Heilige Geist macht uns geistlich resolut. Wir haben keine Angst vor irgendwas. Ich war schon in vielen Gottesdiensten, da waren Riesengefahren. Aber ich habe da wirklich, ich bin mit Angst nicht betroffen. Ich bin geborgen in Jesus. Der Bibel sagt, der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und er hilft ihnen aus. Und ich weiß, dass der Engel des Herrn auf mich aufpasst, weil ich zu Jesus gehöre. Ich weiß, dass ich geschützt bin. Weißt du? Und ich bin überzeugt, ich bin unsterblich, bis mein Job auf der Erde vollkommen fertig ist. Dann möchte ich hier sowieso nicht mehr bleiben. Dann möchte ich nach Hause gehen. Aber bis dieser Job vorbei ist, bin ich unsterblich. Ich kann sogar garantieren, wenn ein Flugzeug abstürzen sollte, wenn ich in dieses Flugzeug bin, wird es nicht abstürzen. Weil Jesus bei mir ist. Und dieses Flugzeug wird nicht abstürzen. Oder irgendeine Gefahr. Die Bibel, lest mal Psalm 91, was Gott sagt über die Leute, die Gott nachfolgen, wie Gott sie beschützt. Er sagt, 1000 werden dir zu deinem Rechten umkommen. 10.000 auf deine rechte Seite, aber es wird dich nicht treffen. Weißt du, wir sind geborgen und wir haben keine Angst. Ich war im Dezember in Äthiopien und wir sind angekommen. Tag davor, bevor ich dort angekommen bin, war ein ein großes Treffen von vielen Äthiopiern. Und in diesem Treffen sind, ich glaube, 700-800 Leute umgebracht worden. Also sind getötet worden. Und es war ein riesen Radau in Äthiopien. Wir waren auf dem Weg zur Evangelisation. Und unterwegs haben wir immer wieder LKWs auf der Seite von der Straße gesehen, kaputte Scheiben, die sind einfach da gestanden. Und in dieser Zeit sind so viele Busse ausgebrannt worden. In einer Stadt, da sind wir nachher durchgefahren, da waren, ich glaube, so 15 bis 20 Busse, richtig so Linienbusse, die verbrannt auf die Seite von der Straße. Du musstest um diese Busse herumfahren. Alle ausgebrannt. Die Leute wurden schnell, geh raus, sonst brennst du mit. Und wir haben, es war auf die Straße, wo wir gefahren sind,
Am nächsten Tag sind Leute umgekommen. Aber wir sind durchgefahren, keine Gefahr gespürt. Wir sind hingekommen zur Evangelisation. Wir hatten Bombenbedrohungen bei unserer Evangelisation. Wir sind trotzdem hingegangen, haben gepredigt. Leute haben sich bekehrt, kamen zu Jesus. Und weißt du, und es ist nichts passiert. Warum? Halleluja! Die Salbung des Heiligen Geistes. Wir gehören Jesus Christus. Und wir sind mutig und wir gehen den Weg im Glauben. Weißt du, wenn du Gottes Wort nicht glaubst, dann hilft es dir gar nichts. Aber wenn du dich auf das Wort Gottes stellst, dann Gott stellt sich zu seinem Wort. Es wird eintreffen. Es ist Ja und Amen in Jesus. Und wir müssen keine Angst haben. Er steht zu seinem Wort. Die Salbung des Heiligen Geistes gibt dir Ruhe in die größten Krisen. Wo andere Leute in Panik geraten, bist du ruhig. Weil wegen der Salbung des Heiligen Geistes. Schau mal, wie Jesus das gemacht hat. Er war auf dem Boot. Ein Sturm kam. Die Jünger waren da auch im Boot. Und es hat dieses Boot hin und her geworfen. Das waren keine Amateure. Diese Jünger waren echte Fischer. Die wussten, was ein Sturm bedeutet. Die haben sicher viel erlebt. Aber die haben Lebensangst gehabt. Die haben richtig Angst bekommen, dass sie sterben müssen. Und sie haben dann Jesus gerüttelt und haben gesagt, Jesus, wach auf, wir gehen unter. Und Jesus steht auf und sagt, Friede, sei still. Boom, der Sturm war weg. Und dann sagt Jesus, oh ihr Kleingläubige, oh ihr Kleingläubige. Warum? Weil Jesus hat erwartet, dass die Jünger den Sturm stillen. Er hat es von ihnen erwartet, aber sie waren kleingläubig. Und das erwartet er auch von uns, dass wir wachsen in ihm, dass wir Menschen werden, die Durchschlagkraft haben in einer Generation, wo es dringend braucht. Dass unser Leben als Vorbild dasteht für eine Welt, dass sie uns anschauen und Jesus sehen, die Kraft Gottes in unserem Leben sehen. Halleluja! Das ist, was Gott möchte. Die Salbung des Heiligen Geistes macht uns so mutig, dass der Teufel Angst vor uns hat, bevor wir auch überhaupt zu einem Platz hinkommen. Ich kann euch sagen, der Teufel hat jetzt schon Angst, dass wir nächste Woche in Äthiopien auftauchen. Weil es werden Teufel ausgetrieben, Menschen werden frei werden, Heilungen werden geschehen, Menschen werden zu Jesus kommen. Es wird mächtig sein. Aber weißt du, überhaupt bevor du irgendwo hinkommst, zittern die Teufel, weil sie haben richtig Angst. Und das war bei Jesus so. Jesus ist gekommen und dieser Mann mit einer Legion von Dämonen, das sind 6000 Dämonen in einem Mann drinnen, ne? Das ist Wahnsinn. Er kam gerannt zu Jesus. Keiner hat ihn gerufen. Jesus kam einfach vom Boot raus und er kommt gerannt. Die Dämonen waren schon nervös. Sie wussten, sie entkommen nicht. Sie haben gedacht, wir rennen lieber zu Jesus. Vielleicht geht es uns ein bisschen besser, als wenn er uns aussuchen muss. Na? Und dann kam er zu Jesus und Jesus hat die Dämonen dann in die Schweine geworfen. Na? Und die sind ins Meer gegangen. Aber ihr kennt ja die Geschichte. Aber als Josua in das Land Kanaan reingekommen ist, haben die Leute von Kanaan gesagt, als sie das Land eroberten, als sie nach Jericho wollten, haben sie gesagt, unsere Herzen zerschmelzen mit Angst. Wir haben eine riesen Angst, weil wir wissen, was ihr schon angestellt habt. Weißt du, wenn du voll des Heiligen Geistes bist, hat der Teufel einen riesen Respekt vor dir. Er hat eine riesen Angst vor dir, weil einfach die Kraft des Heiligen Geistes auf dich ist. Weißt du, der Teufel respektiert keine Titel. Er respektiert keinen Professor, keinen Doktor. Er respektiert die besten Berufe der Welt nicht. Aber wenn einer kommt, der keine Bildung hat, aber er hat die Salbung des Heiligen Geistes,
da fliehen die Teufel. Im Namen Jesus. Halleluja. Die Salbung des Heiligen Geistes macht es, dass wir auf die Offensive gehen. Egal was kommen mag, wir gehen auf die Offensive. Wir sind nicht Leute, die einfach warten, bis irgendwas passiert, sondern wir gehen auf die Offensive. Wenn du voll des Heiligen Geistes bist, kannst du nicht rumsitzen und Zeit vertreiben. Weil dir brennt der Popo. Es muss was passieren. Es muss was geschehen. Und du hast so eine Last für die Sache Gottes. Du wirst aufstehen und du wirst agieren. Du wirst was tun für den Herrn. Halleluja. Es hilft uns, dass wir auf die Offensive gehen. Und die Salbung des Heiligen Geistes hilft uns, dass wir, es pflanzt unsere Füße, dass wenn, egal was kommt, wir werden nie abhauen. Wir werden nie rennen. Wir werden standhaft sein. Wir werden Dinge anschauen und werden durchstehen, bis wir den Sieg sehen. Das macht der Heilige Geist. Und der Heilige Geist, er kommt zu uns. Die Salbung des Heiligen Geistes bleibt in unserem Leben, aber es muss immer wieder belebt werden, wie ich vorher gesagt habe. Und es gibt 3 verschiedene Methoden, wie wir die Salbung des Heiligen Geistes in unserem Leben wirken lassen können. Das erste ist durch das Wort Gottes. Und so oft, wenn ich das Wort Gottes, weißt du, wir haben hier Gold. Wir haben hier Schätze im Wort Gottes. Viele Leute lesen ihre Bibel nicht mehr und sind so durcheinander. Weißt du, wenn du deine Bibel liest, dann hast du das direkte Wort Gottes. Was du immer von anderen Menschen hörst, das kann so verdreht werden. Aber die Bibel, die ist so ein Fundament, worauf wir bauen können. Und oft, wenn ich die Bibel lese, dann geht so ein Wort auf in meine Seele. Und es ist, als ob ich betrunken bin, weißt du? Es ist so ich merke, wie der Heilige Geist das lebendig macht. Fast jeden Tag. Ich sage fast jeden Tag, wenn ich meine Bibel lese. Dann auf einmal kommt irgendetwas und der Heilige Geist belebt sein Wort. Und ich merke einfach, wie mein Geist berührt ist. Oft kommen dann die Tränen. Weißt du, bei mir ist, ich weiß nicht, bei mir kommen einfach sehr schnell die Tränen. Und weil ich so berührt bin vom Heiligen Geist. Heute Morgen war nicht anders. Heute Morgen habe ich die Bibel gelesen. Oh Mann. Und der Heilige Geist hat mich so berührt. Wir kamen einfach die Tränen. Aber weißt du, und das belebt dein Geist. Das macht dich mächtig in Jesus. Das Wort Gottes muss lebendig werden. Nicht nur für Information gelesen werden. So viele Leute lesen die Bibel durch in einem Jahr. Aber du kannst als Atheist die Bibel durchlesen und es bringt dir gar nichts. Du kannst die Bibel als Christ lesen, ganz durchlesen und es bringt dir gar nichts. Wir müssen die Bibel anders lesen. Wenn du zur Bibel kommst, dann sag, Herr, zeig mir deine Schätze. Zeig mir deine Schätze. Ich möchte es von dir empfangen. Ich möchte die Kraft von dir empfangen. Und während du die Bibel liest, auf einmal, boom, es geht dir auf. Es ist eins nach dem anderen. Ich freue mich immer wieder auf das Wort Gottes, weißt du. Und genau so muss es sein. Die Bibel ist eine Quelle, um geistlich besoffen zu sein. Halleluja. Es berührt deine Seele. Es berührt deine Seele und es macht dich anders. Die Bibel ist auch eine Quelle, die zweite Quelle ist das Gebet. Zeit mit dem Herrn verbringen, alleine mit ihm. Weißt du, und viele Leute wissen nicht, wie zu beten.
sie gehen rein und segne Tante sowieso, segne den Bruder und jetzt, ja, und dann meine Mama. Amen. Ich weiß nicht mehr, was beten. Aber weißt du kannst Zeit in Gottes Gegenwart verbringen. Und deshalb ist auch die Zungensprache so eine Riesensegen. Paulus sagte, ich spreche Zungen mehr als euch alle. Er wusste, was es heißt, die geistliche Gabe der Zungen zu gebrauchen im Gebet. Weil es erbaut dich selber, sagt das Wort Gottes. Es erbaut deine Seele. Und wenn du Zeit mit Gott verbringst und nicht nur in trockenem Gebet, sondern wenn du zu Gott kommst und einfach ihn ehrst, du sagst, Herr, du bist so gut. Ich ehre dich. Du stehst über alles und du beginnst einfach seinen Namen zu loben. Auf einmal merkst du, wie es in deine Seele berührt wird, weißt du? Und du wirst so geistlich betrunken ein bisschen. Ne? Und je mehr du in Gottes Gegenwart bleibst, je mehr berührt wirst du. Und viele Leute wissen gar nicht mehr, was das ist. Aber es ist ein Geheimnis in Jesus. Wenn du brennend sein willst für Jesus, dann musst du in Gottes Gegenwart bleiben. Smith Wigglesworth sagte, wenn du nie rückfällig werden willst im Glauben, der Schlüssel, nie rückfällig zu werden im Glauben, ist, bete jeden Tag, bis du den Heiligen Geist spürst auf dein Gesicht. Und wenn du ihn spürst auf dein Gesicht, und das jeden Tag machst, wirst du nie rückfällig. Du wirst nie wieder zurück in die Welt gehen, sondern du wirst brennend bleiben. Und das stimmt, es ist ein Geheimnis. Wir müssen brennend bleiben für Jesus. Halleluja. Und das dritte ist, Zeugnisse von anderen Menschen zu hören und für dich selber in Anspruch zu nehmen. Weißt du, viele von uns hören mächtige Zeugnisse und wir denken, wow, das ist ja wunderbar. Und wir lassen es einfach, das ist schön, ich würde das auch gerne leben. Und wir lassen das einfach so als Information stehen, als ob ZDF das jetzt gerade in die Nachrichten gebracht hat. Und wir denken nicht mehr weiter. Aber weißt du, wenn du ein Zeugnis hörst von Leuten, die bezeugen, was Gott in ihrem Leben getan hat, und du hörst, was die mächtigen Taten Gottes, und wenn du die Haltung hast, Herr, du bist kein Respekt, du bist keiner Bevorzuger. Du bevorzugst keine Menschen. Und Herr, was du für diese Person gemacht hast, das kannst du auch für mich tun. Und das in Anspruch nehmen und sagen, Herr, was du für diese Schwester getan hast, das brauche ich auch. Und dich ermuntern lassen und sagen, Gott, das möchte ich auch haben. Ich möchte die Salbung von Smith Wigglesworth. Ich möchte die Salbung von Rainer Bonke. Ich möchte die Salbung von Charles Finney. Ich möchte von John Wesley. Weißt du, einfach diese Dinge lesen, aber nicht nur einfach als Information stehen lassen, sondern sagen, Herr, das, was du für diese Person getan hast, kannst du auch für mich tun. Deshalb haben wir immer Zeugnisse bei unseren Evangelisationen, weil wir bringen Leute rauf, die geheilt wurden, direkt jetzt im Gottesdienst und sagen, was hat Jesus getan? Oh, ich hatte einen Brustkrebs, es war hart wie ein Stein. Mein Brust war wie ein Stein. Ich war in den letzten Stadien von Krebs. Das ist ein echtes Zeugnis. Die Ärzte haben aufgegeben, sie haben gesagt, du wirst sterben. Und die Frau stand da. Und während sie da stand, kam unsere Fürbitterin, hat ihre Hand auf sie gelegt, sie fiel zu Boden, boom. Als sie aufgestanden ist, war kein Tumor mehr da. Sie war völlig geheilt, weißt du. Und wenn du so ein Zeugnis hörst, dann sagst du, Herr, das, was du für diese Frau getan hast, kannst du auch für mich tun. Halleluja. Und weißt du, wenn wir diese Dinge in Anspruch nehmen, dann gibt Gott uns die Kraft, wirklich in seine Kraft zu leben. Halleluja. Halleluja. Jesus ist wunderbar. Weißt du, die Salbung des Heiligen Geistes ist für jeder Christ
die einzige Bedingung ist, dass wir bekehrt sind, dass wir unser Leben Jesus gegeben haben. Das ist die einzige Bedingung für die Taufe im Heiligen Geist, für die Kraft des Heiligen Geistes. Und es ist eigentlich so, dass Gott jeden Einzelnen von uns gebrauchen will. Er möchte dich gebrauchen. Weißt du? Und wir müssen Leute nicht nachmachen. Wir müssen nicht versuchen zu sein wie Benny Hinn und für einen weißen Anzug kaufen und dann weiße Schuhe und dann rumlaufen und dann versuchen so zu sprechen wie er. Du musst alles nicht machen. Du bist einzigartig geschaffen. Und der Herr hat dich wunderbar gemacht. Weißt du, als ich ein kleiner Junge war, ich bin ja in Afrika aufgewachsen. Und wenn mal jemand ein Bonbon oder Schokolade hatte, das war nicht so oft. Wir haben das nicht so viel gehabt. Und wenn ich gesehen habe, wie mein ältester Bruder aus dem Haus kommt und Schokolade isst, weißt du, ich wollte auch eine Schokolade haben. Ich wollte auch sowas haben. Und ich wusste, er ist 6 Jahre älter als ich. Also schlagen kann ich ihn nicht. Seine Schokolade wegnehmen kann ich nicht. Sonst verprügelt er mich. Ne? Und dann dachte ich, ja, wie bekomme ich denn so eine Schokolade? Und dann, ich musste nur weise sein. Bin dann hin zu ihm gegangen, hey, Peter, du, wie schaut's aus? Wo hast du denn das Schoko her? Ja, von die Mama. Die Mama war meistens die Schokoperson, ne? oder Bonbon. Und dann habe ich gesagt, danke. Und habe ihn seinen Schoko genießen lassen. Bin dann rein stracks zu die Mama. Mama, du hast Peter gerade einen Schoko gegeben. Hast du nicht etwas für mich? Und meine Mama hat eine große Tasche gehabt. Also für mich als kleiner Junge, das war eine große Tasche. Und sie hat dann, ja, schau mal da rein in die Tasche, da ist sicher was. Habe ich dann aufgemacht und habe so durchgeschaut. Oh, und manchmal war es sogar ein besseres Bonbon. Etwas Besseres drin. Ne? Und das habe ich genommen, habe mich gefreut. Halleluja. Weißt du, und ich habe einfach, weißt du, wenn du, Gott hat einen Schoko für jedes Einzelne. Und du brauchst nicht mein Schoko von mir wegnehmen, ich brauche alles. Ich brauche mein ganzes Schoko. Aber er hat etwas für dich. Er möchte dich benutzen, dich gebrauchen. Er hat eine Salbung, was ganz speziell für dich da ist. Und er möchte dich berühren und dein Leben zum Segen setzen und dich kraftvoll machen, dass du wirklich Gott dienst in seine Kraft und dass du standhaft bist, dass sogar die Dämonen der Hölle Angst haben vor dir, weil du mächtig bist und mehr als Überwinder bist. In Jesu Namen. Halleluja. Der Herr hat uns siegreich gemacht. Halleluja.